Deutsch lernen durch Hören. Gute Unterhaltung. Maria möchte heute ihre Tante besuchen. Dazu will sie mit der Bahn fahren. Sie muss auf dem Weg von Stuttgart nach Bremen in Frankfurt umsteigen. Kurz vor Frankfurt bleibt der Zug plötzlich stehen. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einer technischen Störung kommt es zu einem längeren Halt. Möglicherweise werden Sie Ihre Anschlusszüge nicht erreichen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sie können Ihre Fahrt mit jedem anderen Zug ohne Aufpreis fortsetzen. Jedes Mal, wenn ich Bahn fahre, passiert mir so etwas. Die ältere Dame neben Maria stöhnt. Sie ist offensichtlich verärgert. Maria stimmt ihr zu. Ja, genau so ist es. Beim letzten Mal habe ich 2 Anschlüsse verpasst. Ich bin erst 3 Stunden später bei meiner Tante angekommen. In der Zeit hätte ich einen kompletten Pullover stricken können. Die Dame lacht. Und ich hätte 3 Krimis lesen können. Neulich hatte ich 4 Stunden Verspätung. Zumindest habe ich heute eine nette Sitznachbarin. Wir haben denselben Weg. Ich freue mich auf eine gute Unterhaltung. Maria nickt. Ich bin gut vorbereitet. Sie holt ein dickes Wollknäuel und Stricknadeln aus ihrem Rucksack. Ich werde einen Schal stricken. Den schenke ich meiner Tante. Er wird ganz sicher bis zur Ankunft in Bremen fertig werden. Die Dame zieht aus ihrer Tasche ein Buch. Und ich werde endlich dieses Buch lesen. Maria schaut auf den Titel. Oh, das ist aber spannend. Das Buch interessiert mich auch schon lange. Ich habe bisher keine Zeit zum Lesen. Die Frau lächelt. Soll ich Ihnen das Buch vorlesen? Dann können Sie nebenher den Schal für Ihre Tante stricken. Ich lese so gerne vor, aber meine Kinder sind ja schon groß. Sie lesen selbst. Maria freut sich. Ja, das wäre wirklich nett. So haben wir beide etwas von der Wartezeit. Die Dame schlägt das Buch auf. Sie hören jetzt das Buch mit dem Titel Mord im ICE, gelesen von Hannelore Weber. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung. Maria lacht. Dann hört sie gespannt zu. Frau Weber kann wirklich gut vorlesen. Mit so einer guten Unterhaltung vergeht die Reisezeit wie im Flug. Deutsch lernen durch Hören. Wann kommst du? Hanna steht am Bahnhof in Bremen. Sie wartet auf ihre Nichte Maria. Diese will sie übers Wochenende besuchen. Aber durch die Verspätung des ersten Zuges hat Maria ihren Anschlusszug verpasst. Sie musste in Frankfurt 1 Stunde auf den nächsten Zug warten. Zum Glück konnte sie Hanna noch rechtzeitig informieren. Hanna ist trotzdem bereits zum Bahnhof gefahren. Sie möchte die Ankunft ihrer Nichte nicht verpassen. Eigentlich sollte dieser Zug schon längst eingetroffen sein, aber eine Durchsage hat die Fahrgäste informiert. Verehrte Fahrgäste, der ICE Nummer 6754 aus Frankfurt hat eine Verspätung von etwa 40 Minuten. Wir bitten um Verständnis. Hannas Handy klingelt. Hallo Tante Hanna, hier ist Maria. Mein Zug hat schon wieder Verspätung. Ich komme mindestens eine halbe Stunde später. Hanna antwortet. Ja, das habe ich eben auch erfahren. Das ist doch unerhört. Bei beiden Zügen so ein Pech. Wann kommst du denn? Kommst du heute überhaupt noch hier an? Maria merkt, dass ihre Tante mit der Situation überfordert ist. Sie macht sich offensichtlich Sorgen um ihre Nichte. Maria möchte ihre Tante beruhigen. Tante, reg dich nicht auf. Der Zug wird irgendwann ankommen. Geh doch bitte einen Kaffee trinken. Du solltest nicht so lange auf dem Bahnsteig stehen. Es ist doch kalt.
Aber Hanna möchte lieber direkt am Gleis warten. Es könnte ja sein, dass der Zug die Verspätung noch einholt und doch noch pünktlich ist. Dann würde sie die Ankunft verpassen. Bei der Bahn kann man sich nie sicher sein, wann die Züge eintreffen. So viel weiß Hanna ganz gewiss. Tatsächlich kommt der Zug 10 Minuten eher als gedacht. Maria nimmt ihre Tante in die Arme. Sie sagt: »Schau mal, Tante Hanna, diesen Schal habe ich für dich während der Fahrt gestrickt.« So war die Verspätung doch noch zu etwas gut. Hanna lacht. »Den Schal hätte ich hier auf dem kalten Bahnsteig schon früher gut gebrauchen können. Jetzt lass uns aber schnell nach Hause fahren. Wir brauchen beide eine heiße Suppe.« Schlau wie ein Fuchs sein. Man findet den Fuchs als kluges Tier. Natürlich nicht nur in Märchen. Er kann überall überleben, sowohl in Sibirien als auch in Nordafrika. Das ist kein Problem für diese Tiere. Füchse, die in der Stadt leben, haben es sogar gelernt, die Straßen sicher zu überqueren. Wenn wir also zu jemandem sagen, du bist schlau wie ein Fuchs, dann heißt das, er ist ein schlauer Mensch. Tobias hat zum Beispiel in Mathe eine schwierige Aufgabe, die er nicht lösen kann. Er ruft seinen Bruder: »Leon, komm mal her! Du kannst mir bestimmt bei dieser Aufgabe helfen. Du bist doch so schlau wie ein Fuchs.«